Der Brief war rot. Katrin hatte Angst. In 2 Tagen musste sie ihre Wohnung verlassen. Sie hatte kein Geld. »Ich bin 27 Jahre alt und habe nichts«, sagte sie. Ihr Diplom hing an der Wand. Sie war Architektin, aber sie hatte keine Arbeit. Sie hatte viele Schulden. Das Telefon klingelte. Ihre Mutter sprach: »Katrin, heute Abend triffst du einen Mann. Er heißt Thomas.« »Mama, ich kann nicht. Ich verliere meine Wohnung.« »Deshalb musst du ihn treffen. Eine Frau braucht einen Mann mit Geld.« Katrin war traurig. Ihre Familie dachte, Frauen ohne Ehemann sind ein Problem. »Er arbeitet im Bau«, sagte ihre Mutter. »Er ist ein guter Mann.« »Und die Liebe, Mama?« »Zuerst kommt Sicherheit, dann die Liebe. Du triffst ihn um 7 Uhr im Café.« Katrin wollte nicht gehen, aber sie brauchte Hilfe. Sie ging durch München. Die Stadt war reich, aber sie war arm. Im Café sah sie Thomas. Er war einfach gekleidet. Seine Jacke war alt, er lächelte nett. »Katrin?« Er stand auf. »Ich bin Thomas. Danke, dass du gekommen bist.« Sie gaben sich die Hand. Er trug keine teure Uhr. »Ich muss ehrlich sein«, sagte Katrin. »Ich habe Probleme. Ich habe kein Geld.« »Ich verstehe. Meine Firma ist kaputt gegangen. Ich habe auch kein Geld.« Das war gut. Er verstand ihre Probleme. »Wir sind beide arm«, lachte Katrin. »Vielleicht, aber meine Oma sagt, arme Menschen finden sich.« Sie sprachen viele Stunden. Thomas hörte zu. Er verurteilte sie nicht. Er erzählte auch von seinen Problemen. »Ich möchte dich wiedersehen«, sagte er vor ihrer Haustür. Katrin sah ihn an. Er war ehrlich. Er mochte sie wirklich. »Ich auch.« Nach 3 Monaten heirateten sie. Die Hochzeit war klein. Ihre Schwester Sabine kam. Sie war nicht nett. Sie flüsterte: »Katrin heiratet einen armen Mann.« Aber Katrin war glücklich. Thomas half ihr. Er fand Geld für die Miete. »Mein alter Chef gab mir Arbeit, sagte er.« Katrin fragte nicht viel. Sie war dankbar. Jetzt lebten sie zusammen. Katrin fühlte sich zum ersten Mal seit Jahren geliebt. Thomas war nicht reich, aber er liebte sie. Sie wusste nicht, alles war eine Lüge. Nach 6 Monaten bemerkte Katrin seltsame Dinge. Thomas sagte: »Mein alter Chef ruft mich für Notfallarbeit.« Aber diese Arbeit kam immer, wenn sie Geld brauchten. Ihr Laptop war kaputt. Am nächsten Tag hatte Thomas Geld für einen modernsten neuen. »Wie hast du das so schnell gemacht?«, fragte sie. »Klaus von der Baustelle kennt jemanden«, sagte Thomas. Aber Klaus vom Markt war verwirrt. »Ich arbeite nur Abriss, nichts anderes.« Thomas' Geschichten wurden immer mehr. »Ich habe im Lotto gewonnen. Ein Kunde gab mir Bonus. Ein Freund gab mir Geld.« Das Problem kam beim Abendessen bei ihren Eltern. Sabine kam spät. Sie trug Diamantohrringe. Klaus war bei ihr. Er war Katrins alter Freund. Jetzt war er Sabines Mann und Banker. »Kleine Schwester«, sagte Sabine. »Wie ist das Eheleben?« »Gut, danke.« »Und Thomas? Suchst du noch Arbeit?« Thomas wurde steif. »Ich komme zurecht.« »Natürlich.« Sabine lächelte böse. »Es ist so edel, Katrin. Du hilfst deinem Mann. Nicht jede Frau würde das tun.« Ihr Vater sagte: »Sabine, wir sprechen über Familie, nicht Geschäfte.« »Aber Papa, ich sorge mich um Katrin. Klaus und ich haben gerade unser zweites Haus gekauft. Vielleicht kann Thomas mit Klaus' Kontakten Arbeit finden.« »Das ist nicht nötig«, sagte Thomas. Seine Stimme war anders. Stark. »Natürlich«, lachte Sabine. »Ich vergaß. Arbeitslose Bauarbeiter haben gute Kontakte.« Thomas' Hände wurden zu Fäusten. Das war nicht der sanfte Mann, den Katrin geheiratet hatte. »Sabine«, warnte ihre Mutter, »das reicht.« »Ich sorge mich nur um meine Schwester. Manche von uns heirateten aus Liebe und Sicherheit.« Katrin stand auf. »Thomas, wir gehen.« Draußen war Thomas still. Er hatte einen BMW geparkt. Im Schatten. »Du musst mich nicht verteidigen«, sagte er. Sie hatte kein Recht, so zu sprechen.
Deine Schwester hat nicht Unrecht. Du hast unter deinem Stand geheiratet. Katrin blieb stehen. Sag das nicht. Thomas drehte sich um. Im Licht sah sie etwas Neues. Er stand wie ein Chef, nicht wie ein Bauarbeiter. Thomas, wer bist du wirklich? Er zog sein Telefon heraus. Sie sah die Kontakte. Direktor, CEO, Geschäftsführer. Ich sollte dir etwas sagen, begann er. Das Telefon klingelte. Auf dem Display stand Weber, Rechtsabteilung. Thomas nahm nicht ab, aber Katrin sah es. Rechtsabteilung von welcher Firma, Thomas? Ein anderer Anruf kam. Notfall, Müller Development. Katrin wurde kalt. Müller Development war eine der größten Baufirmen Deutschlands. Nimm ab, flüsterte sie. Thomas' Hand zitterte. Als er sprach, war seine Stimme völlig anders, stark und bestimmend. Hier ist Müller. Was ist der Notfall? Hier ist Müller. Was ist der Notfall? Katrins Welt drehte sich. Der Mann vor ihr sprach wie jemand, der Firmen besitzt. Machen Sie es sofort, sagte Thomas ins Telefon. Mir ist egal, was es kostet. Lösen Sie das Problem bis morgen. Er beendete das Gespräch. Im Licht sah sie ihn klar. Die alte Jacke konnte die teure Uhr nicht verstecken. Alles an ihm schrie, reich und mächtig. Sie sind er, flüsterte sie. Sie sind Herr Müller, der CEO. Thomas schloss die Augen. Katrin, lass mich erklären. Erklären was? Dass Sie mich monatelang angelogen haben? Dass ich mir Sorgen ums Geld machte, während Sie eine Milliardenfirma führten? Es ist nicht so einfach. Dann machen Sie es einfach. Sagen Sie mir, wer Sie sind. Thomas fuhr sich durch die Haare. Mein Name ist Thomas Müller. Ich bin CEO der Müller Development Group. Alles andere war eine Lüge. Die Worte trafen sie wie Schläge. Jeder Moment ihrer Beziehung lief durch ihren Kopf. Warum? Die Frage kam als Schluchzen. Weil ich wissen musste, ob mich jemand für mich selbst lieben kann, nicht für mein Geld. Jede Frau, die ich traf, sah nur Dollarzeichen. Sie waren die erste Person, die mich wählte, als sie dachten, ich hätte nichts. Also testeten sie mich? Wie ein Experiment? Nein, Katrin, es war nicht so. Wie war es dann? Erklären Sie mir, wie das Anlügen der Ehefrau romantisch ist. Thomas trat näher, aber sie ging zurück. Ich verliebte mich in sie. Echte Liebe. Alles zwischen uns war echt, außer meinen Umständen. Alles zwischen uns war auf einer Lüge aufgebaut. Die Gefühle waren keine Lügen. Wie sie mich zum Lachen brachten, wie sie mich hielten, als ich vorgab, mir Sorgen ums Geld zu machen. Nichts davon war falsch. Katrin lachte bitter. Sie gaben vor, sich Sorgen ums Geld zu machen, während ich mir wirklich Sorgen machte. Verstehen Sie, wie grausam das ist? Das Telefon klingelte wieder. Diesmal ignorierte er es, aber Katrin sah: Frankfurt-Büro, dringend. Nehmen Sie ab, sagte sie kalt. Ihr Imperium braucht Sie. Katrin, bitte. Nehmen Sie das Telefon ab, Herr Müller. Das traf ihn wie eine Ohrfeige. Er antwortete widerwillig. Katrin hörte, wie ihr Mann über Millionenverträge sprach. Als er auflegte, war die Stille zwischen ihnen riesig. Ich muss gehen, sagte sie schließlich. Wohin? Weg von Ihnen, weg von dieser Lüge. Katrin, warten Sie. Lassen Sie mich richtig erklären. Was noch, dass Sie mich gekauft haben wie alles andere? Dass diese Ehe nur eine Geschäftsübernahme war? Nein, Sie sind das einzige Echte in meinem Leben. Ich sehe Sie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Sie drehte sich um, aber Thomas fasste sanft ihren Arm. Es gibt noch etwas. Etwas, das ich Ihnen sagen muss. Was jetzt? Sind Sie auch noch heimlich königlich? Sie sind schwanger. Katrins Welt blieb stehen. Was? Der Arzt rief heute Morgen an. Der Bluttest von letzter Woche. Sie sind schwanger. Die Nachricht traf sie wie ein Schlag. Sie legte ihre Hand auf ihren Bauch. Sie wussten es vor mir? Ich wollte es Ihnen heute Abend sagen. Deshalb war ich bereit, alles zu gestehen. Unser Kind verdient es, die Wahrheit über seinen Vater zu wissen.
Katrin starrte ihn an, diesen Fremden, der ihr Mann war, der ihr Kind trug. »Ich kann das nicht«, flüsterte sie. »Ich kann nicht schwanger mit einer Lüge sein.« Sie drehte sich um und rannte weg. Thomas blieb allein unter der Straßenlaterne und rief ihren Namen in die Dunkelheit. 2 Wochen vergingen schweigend. Katrin blieb bei ihrer Freundin Anna. Sie vermied Thomas' Anrufe und die Blumen, die täglich kamen. Die Schwangerschaft war nicht zu leugnen. Morgenübelkeit kam zufällig und sie schützte unbewusst ihren Bauch. Sie musste eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung wurde für sie getroffen, als Sabine an Annas Tür erschien. »Wir müssen reden«, sagte ihre Schwester und drängte sich hinein. »Wie hast du mich gefunden?« »Ich habe meine Wege. Wichtiger, ich weiß, was zwischen dir und deinem Mann passiert ist.« Sabines Lächeln war scharf. »Thomas Müller.« Der Thomas Müller. Meine kleine Schwester heiratete einen der reichsten Männer Deutschlands und wusste es nicht. »Geh weg!« »Oh, ich denke nicht. Ich habe Nachforschungen über deinen Mann angestellt. Sehr interessanter Mann, sehr mächtig.« Sabine setzte sich uneingeladen. »Wusstest du, dass er die Baufirma besitzt, die auf Klaus' Bankhauptquartier bietet?« Katrins Blut wurde kalt. »Was willst du, Sabine?« »Was ich immer wollte. Was ich verdiene. Klaus und ich arbeiten an einem kleinen Projekt. Dein Mann hat sehr wertvolle Verträge, sehr sensible Informationen. Du redest über Industriespionage. Ich rede über Gerechtigkeit. Du bist in Reichtum gestolpert, während ich für alles gearbeitet habe.« »Gerecht?« Katrin stand auf. »Du hast meinen Freund geheiratet. Du hast mich jahrelang wertlos fühlen lassen. Jetzt willst du auch meine Ehe zerstören?« »Deine Ehe hat sich selbst zerstört. Er hat dich angelogen. Ich helfe dir nur klarzusehen.« Sabine zeigte Katrin Fotos auf ihrem Telefon. Thomas bei einer Geschäftskonferenz. Thomas, der aus einem Helikopter stieg. Thomas in einem teuren Anzug. Diese wurden letzte Woche gemacht. Während du dich hier versteckt hast, lebte er sein wahres Leben. Hör auf! Klaus hat einen Kontakt bei einer rivalisierenden Baufirma. Sie sind sehr interessiert an Müller Developments kommenden Projekten. Wir brauchen nur Zugang zu Thomas' Dateien. Du willst, dass ich meinen Mann verrate. Ich will, dass du aufwachst. Er hat dich zuerst verraten. Sabine zeigte ihr eine Nachricht. Bitte ruf mich an. Das Baby braucht beide Eltern, wir können das lösen. Ich liebe dich. Hör zu, wie er mit dir redet, flüsterte Sabine. Er wird dir das Baby wegnehmen und es in seiner Welt aufziehen. Thomas würde das nicht tun. Thomas hat schon Schlimmeres getan. Was für ein Mann tut das jemandem an, den er zu lieben behauptet? Katrin starrte auf das Telefon. Liebe. Er behauptete, sie zu lieben, aber Liebe lügt nicht. Was genau brauchst du? Hörte sie sich fragen. Sabines Lächeln wurde breiter. Nur Zugang zu seinem Heimbüro. Klaus' Kontakt sagt, es gibt einen Safe mit Projektdateien. Katrin schloss die Augen. Das Kind in ihr verdiente einen besseren Vater als einen, der Beziehungen auf Lügen aufbaut. »Ich mache es«, flüsterte sie. Die Worte schmeckten wie Gift. Draußen blitzte es und Katrin fragte sich, ob sie den größten Fehler ihres Lebens machte. In der Nacht stand Katrin vor Thomas' Penthouse-Wohnung. Sie hielt den Schlüssel, den er ihr vor Monaten gegeben hatte. Sabines Plan war einfach. Hineingehen, die Dateien fotografieren, verschwinden. Aber an der Tür war eine kleine Notiz in Thomas' Handschrift. Katrin, ich weiß, du kommst nach Hause, wenn du bereit bist. Dein Lieblingstee ist in der Küche. Unser Babys erster Ultraschalltermin ist Donnerstag. Ich warte für immer, wenn ich muss. Tee. Tränen verschwommen ihre Sicht. Das war nicht das Verhalten eines Mannes, der ihr Kind stehlen wollte. Sie ging hinein und sah sofort die Veränderungen. Babybücher auf dem Tisch. Ein Schwangerschaftsernährungsführer. Auf seinem Schreibtisch ein halbgeschriebener Brief. Meine liebste Katrin, ich weiß, ich verdiene deine Vergebung nicht, aber bitte lass mich erklären.
Ihr Telefon summte. Sabine. Bist du drinnen? Klaus wartet. Katrin starrte auf die Nachricht, dann auf den Brief, dann auf die Babybücher. Thomas hatte sich auf ihr Kind vorbereitet, ihre Zukunft geplant, während sie seinen Verrat geplant hatte. Sie rief Sabine an. Ist es getan? Svenja antwortete ihre Schwester eifrig. Es ist getan, sagte Katrin, aber nicht wie du wolltest. Was meinst du? Ich meine, ich mache es nicht. Thomas mag über seine Identität gelogen haben, aber er hörte nie auf, mich zu lieben. Du willst das zerstören, weil du es nicht ertragen kannst, mich glücklich zu sehen. Katrin, sei nicht dumm. Ich denke an meine Zukunft und die Zukunft meines Kindes. Und sie schließt nicht ein, den Mann zu verraten, den ich liebe. Sie legte auf und rief sofort Thomas an. Katrin? Seine Stimme war atemlos vor Hoffnung. Ich bin in deiner Wohnung. Wir müssen reden. Ich bin sofort da. 20 Minuten später stürmte Thomas durch die Tür. Er sah schrecklich aus. Als er sie mit den Babybüchern sitzen sah, blieb er stehen. Du hast alles gesehen. Ich sah einen Mann, der sich darauf vorbereitet, Vater zu werden. Einen Mann, der seine Frau genug liebt, um ihr eigene Entscheidungen zu lassen. Thomas setzte sich ihr gegenüber. Ich hätte dir von Anfang an die Wahrheit sagen sollen. Ja, hättest du, aber ich verstehe, warum du es nicht getan hast. Sie legte ihre Hand auf ihren Bauch. Dieses Baby verdient Eltern, die einander vertrauen. Können wir das? Können wir neu anfangen mit kompletter Ehrlichkeit? Ich erzähle dir alles, jedes Detail meines Lebens, keine Geheimnisse mehr. Und ich muss dir auch etwas sagen. Sabine versuchte mich dazu zu bringen, Informationen von deiner Firma zu stehlen. Sie und Klaus planen Industriespionage. Thomas' Ausdruck wurde dunkel, aber seine Stimme blieb sanft. Danke, dass du es mir sagst. Sie ist meine Schwester, aber sie vergiftet mein Leben seit Jahren. Ich lasse sie nicht das Leben unseres Kindes vergiften. Thomas setzte sich neben sie. Was willst du wegen uns tun? Ich will es nochmal versuchen. Diesmal echt. Keine Lügen, keine Tests. Nur wir, die etwas Ehrliches für unser Baby aufbauen. Thomas nahm ihre Hand. Ich liebe dich, Katrin. Nicht, weil du mich akzeptiert hast, als du dachtest, ich sei arm, sondern weil du die freundlichste, stärkste, echteste Person bist, die ich je getroffen habe. Und ich liebe dich auch. Alles von dir. Den Bauarbeiter und den CEO. Du bist beide Thomas und du bist beide mein. Sie hielten sich, während draußen der Regen weiterfiel. In der Ferne heulten Sirenen. Klaus und Sabines Plan war offenbar ohne Katrin weitergegangen. Aber in der Wohnung bauten zwei Menschen, die sich durch Täuschung gefunden hatten, endlich etwas Echtes auf. Thomas zog eine kleine Samtschachtel heraus. Ich will dich wieder heiraten. Richtig diesmal. Willst du meine Frau sein, Katrin Müller? Sie sah den Ring, einfach elegant, ehrlich, und lächelte durch ihre Tränen. Ja, aber diesmal will ich, dass deine Oma die Hochzeit plant. Und Thomas? Keine Geheimnisse mehr. Keine Geheimnisse mehr, versprach er und schob ihr den Ring an den Finger. Draußen endete der Sturm und die ersten Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken. Diskussionsfragen zur Geschichte. War Thomas berechtigt, über seinen Reichtum zu lügen, um Katrins Liebe zu testen? Oder war das emotionale Manipulation? Hätte Katrin ihm so leicht vergeben sollen? Was hättest du in ihrer Situation getan? Wer ist hier der wahre Bösewicht? Thomas fürs Lügen oder Sabine dafür, dass sie die Ehe ihrer Schwester zerstören wollte? Glaubst du, ihre Ehe kann wirklich funktionieren, nachdem sie mit so einer großen Lüge begonnen hat? War es falsch von Katrin, Thomas fast mit ihrer Schwester zu verraten, oder war es verständliche Rache? 5 moralische Lektionen aus der Geschichte. Ehrlichkeit ist das Fundament der Liebe. Wahre Liebe kann nicht gedeihen, wenn sie auf Täuschung aufgebaut ist. Obwohl Thomas gute Absichten hatte, hätten seine Lügen ihre Beziehung fast zerstört. Authentische Verbindungen erfordern Transparenz.
auch wenn die Wahrheit unbequem oder riskant ist. Lass nicht zu, dass eifersüchtige Familienmitglieder dein Glück vergiften. Sabines Eifersucht und Manipulation hätten Katrins Ehe fast zerstört. Manchmal können die Menschen, die uns am nächsten stehen, am giftigsten sein. Es ist entscheidend zu erkennen, wann Familienmitglieder aus Neid statt aus Liebe handeln und deine Beziehungen entsprechend zu schützen. Geld definiert nicht den Wert, aber Täuschung schon. Katrin verliebte sich in Thomas, als sie dachte, er sei arm, was beweist, dass echte Verbindung über Reichtum hinausgeht. Jedoch war seine Entscheidung, sie über seine Identität zu täuschen, weitaus schädlicher, als jeder finanzielle Status es jemals hätte sein können. Vertraue deinen Instinkten, aber gib auch weise zweite Chancen. Katrin bemerkte Warnsignale, ignorierte sie aber. Als sie jedoch endlich der Wahrheit ins Auge sah, erkannte sie auch Thomas' echte Liebe und Reue. Die Lektion ist, auf dein Bauchgefühl zu vertrauen, aber auch vergeben zu können, wenn jemand wahre Veränderung zeigt. Wahre Liebe wählt die Person über die Umstände. Trotz der Lügen erkannte Katrin, dass sie beide Versionen von Thomas liebte: den armen Bauarbeiter und den reichen CEO. Wahre Liebe akzeptiert den ganzen Menschen, nicht nur das Bild, das er präsentiert. Das gilt für beide Partner, authentisch zu sein und sich gegenseitig vollständig zu akzeptieren.